Wenn ihr wie ich ein Ultra von Tupper habt und auf der Suche nach einem guten Brotrezept seid, dann habe ich hier genau das Richtige für euch. Normalerweise backe ich mein Brot in einem schweren gusseisernen Topf und hätte wirklich nicht gedacht, dass das Brot in dem Ultra auch so lecker wird. Aber jetzt zeige ich euch einfach das Rezept. Das ist übrigens das gleiche Rezept wie in meinem anderen Video, wo ich das Brot ohne Kneten vorstelle. Ich zeige euch jetzt einfach nur, wie gut das Brot in dem Ultra wird. Ich benutze dafür hier die 2 Liter Form. Also wer es nicht weiß, der Ultra ist von Tupperware. Und das Rezept ist ganz einfach, super simpel. Ihr könnt dafür übrigens jedes Mehl nehmen, das ihr möchtet. Mit Roggenmehl würde ich ein bisschen aufpassen. Ansonsten könnt ihr jedes Mehl nehmen, das ihr mögt. Ihr braucht dafür 3 Tassen Mehl. Einfach 3 Tassen Mehl, 2 Löffel Salz, 2 Teelöffel. Das rühre ich schon mal leicht um. Und dann einfach noch 2 Teelöffel Hefe, Trockenhefe einfach. Dann mischen wir das Ganze schon mal vor. Und jetzt kommen 1,5 Liter heißes Wasser drauf. So, ich fülle jetzt die erste Tasse heißes Wasser ein. Und dann ungefähr noch mal eine halbe. Einfach rein und vermischen. In meinem anderen Video habe ich ganz viele Kommentare bekommen, von wegen heißes Wasser und Hefe würde gar nicht gehen. Aber ihr werdet sehen, es funktioniert super. Ihr dürft kein kochendes Wasser nehmen, einfach heißes Wasser. Ich glaube, bei mir kommen sogar 70 Grad raus. 70 Grad ist richtig? Kommen ungefähr 70 Grad raus und meine Brote werden jedes Mal super. Wie gesagt, ich konnte mir selber nicht vorstellen, dass es im Ultra auch so gut wird, weil ich schon den Unterschied merke, ob ich einen gusseisernen Topf nehme oder einen ganz normalen Edelstahltopf. Da ist der Unterschied schon riesig. Aber ich muss sagen, in dem Ultra wird das Brot genauso gut. So, dann einfach verrühren. Das Schöne ist, das Rezept ist super schnell gemacht und ganz simpel. Ihr könnt, wie gesagt, Dinkelmehl nehmen, halb Dinkelmehl, halb Weizenmehl oder im Grunde jede andere Mehlsorte. Nur wie gesagt, bei Roggenmehl würde ich ein bisschen aufpassen, weil das zieht doch sehr viel Feuchtigkeit und das Brot wird sehr schwer dadurch und geht dann nicht so gut auf wie mit den anderen Mehlsorten. So sollte der Teig dann aussehen. Das deckt ihr dann zu und lasst das 3 Stunden gehen. Ich habe den Teig schon mal vorbereitet. So, der Teig ist jetzt bei mir 3 Stunden gegangen. Und das sieht dann jetzt so aus. So, wir nehmen jetzt Backpapier. Und da streuen wir einfach ein bisschen Mehl drauf. So, den Teig. Den Teig fülle ich jetzt einfach auf das Mehl. Und schaut zu, dass das jetzt überall einmal mit Mehl beschichtet ist. So, das war es im Grunde auch schon. Und jetzt nehmen wir unsere Ultra-Backform.
und setzen den Teig einfach rein. Mit dem Backpapier. So, das falte ich jetzt hier zur Seite. Und heize jetzt den Backofen vor. Und dann backe ich das Brot. Ich mache gerne noch mal so ein bisschen Mehl oben drauf. Das sieht dann immer schön aus hinterher. Man kann das auch einmal anschneiden. So. Und dann einfach den Deckel drauf. Ich heize jetzt den Backofen vor auf 200 Grad und dann kommt der Topf samt Deckel für eine halbe Stunde bei 200 Grad Ober-Unterhitze in den Ofen. So, ich habe das Brot jetzt rausgeholt. Es war jetzt wie gesagt eine halbe Stunde im Ofen. Und jetzt entfernen wir das Papier. Aber ich glaube, man sieht jetzt schon, wie toll das Brot wird. Und jetzt kommt das Brot noch einmal für 30 Minuten in den Ofen, aber ohne das Papier. Die halbe Stunde ist um und ich habe das Brot jetzt aus dem Ofen geholt. Es sieht mega aus. Achtung, es ist sauheiß. Und das ist das Ergebnis. Das Brot sieht wirklich super, super lecker aus. Es ist auch, hört man das? Wie? Au, scheiße. Das war zu feste. Das Brot sieht auf jeden Fall fertig, ist es auch. Ich habe das Brot jetzt aus der Form geholt und zum Abkühlen lege ich immer so 3 Stäbchen drüber, damit das Brot nicht so dampft und nicht von unten nass wird. Und so lasse ich das jetzt abkühlen und ich muss sagen, ich bin begeistert. Das Brot sieht wirklich toll aus. Also ich bin überrascht und ich kann die Ultra-Backform fürs Brotbacken tatsächlich mit voller Überzeugung empfehlen. Ich finde, es sieht toll aus. Dann würde ich sagen, dann schneiden wir das mal an. Dampft noch. So sieht es von innen aus. Man sieht, es ist schön aufgegangen. Die Struktur sieht gut aus. Also ich finde es toll geworden. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken und hoffe, das Brot schmeckt euch.